Ja, wie schon in Thüringen und Sachsen lohnt sich auch dieses Mal wieder der Blick auf die Wahlverteilung nach der Altersstruktur. Denn hier wird deutlich, die über 60-Jährigen haben fast im Alleingang die AfD verhindert. Bei den jungen Wählern sind sie Spitzenreiter. Und je jünger, desto beliebter scheint es. Darüber möchte ich sprechen mit Franziska Zimmerer. Sie ist unsere Ressortleiterin bei Community und Social. Vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Schauen wir mal auf die jungen Wähler. Der SPD-Politiker Michael Roth hatte gestern Abend noch auf X geschrieben, ich will das verstehen, kann es aber noch nicht. Was geht in den jungen Menschen vor? Ja, und genau die Frage haben sich viele Menschen gestellt. Was geht denn in den jungen Menschen so vor? Ich glaube, ganz, ganz viel. Aber was wir zuerst einmal verstehen sollten, ist, dass junge Menschen gar nicht so festgelegt sind wie Leute, die eine ganz lange Wahlbiografie haben, also schon an mehreren Wahlen teilgenommen haben. Und das bedeutet auch, dass junge Leute sich kurzfristig festlegen, viel radikaler festlegen und vor allem einfach nur auf Themen gucken. Sie gucken gar nicht zurück und sagen, in der Vergangenheit hat Partei XY mir das gebracht, weil die Zeit gibt es nicht. Vielmehr gucken sie sich an, welches Thema spricht mich gerade bei welcher Partei an. Und sie sind dann auch viel offener, was die Richtung anbelangt. Also für die gibt es dieses Links-Rechts-Schema gar nicht mehr, sondern man guckt sich an, wer präsentiert die Lösungen, die mir passen. Und dann kommen eben solch radikale Ergebnisse scheinbar bei den Ostwahlen raus. Das klingt ja aber erstmal so, als würde man nach Inhalten wählen, was ja nichts Schlechtes ist. Welche Themen bewegen denn die jungen Menschen dann so sehr? Also ich glaube, die Überraschung kommt ein bisschen daher, dass junge Menschen eine ganz andere Realität haben oder erleben als ältere Leute. Das fängt damit an, dass sie viel mehr Zeit zum Beispiel im ÖPNV verbringen, also im öffentlichen Personennahverkehr, viel Zeit in der Schule, viel Zeit draußen. Und dort was ganz anderes erleben, zum Beispiel, dass sie mit dem wenigen Geld, was sie verdienen bei einer Ausbildung, in Schülerjobs etc., dass sie sich gar nicht mehr so viel Freizeit leisten können, dass der Wohnraum für günstige Wohnungen extrem knapp ist. Und sie kriegen natürlich mit, wie ihr Sicherheitsgefühl sich verändert, ob das jetzt eine rationale Wahrnehmung ist oder nicht. Meistens sind sie viel sicherer oder leben in viel größerer Sicherheit, als sie irgendwie wahrnehmen. Aber das schreiben sie dann natürlich auch der Migrationspolitik zu. Und das führt dann dazu, dass sie die Antworten von einer linkskonservativen Partei wie der BSW, aber auch der AfD, die in Teilen eben rechtsextrem ist, scheinbar auf TikTok, dort kriegen sie ihre Informationen ja her, für verlässlich und gut halten. Eine Entwicklung, die wir jetzt, wie gesagt, schon länger sehen. Wir wollen uns deswegen noch einmal Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD, anhören. Denn die sieht ihre eigene Partei jetzt auch als Zukunftspartei. Sie sehen auch, dass die Alternative für Deutschland die Partei der Zukunft ist. Wir haben vornehmlich bei den jungen Leuten gewonnen. Das nicht nur in dieser Wahl in Brandenburg, sondern bei allen Wahlen. Vor allen Dingen auch schon bei den Europawahlen. Und vor allen Dingen die zwischen 16- und 24-Jährigen haben die AfD überproportional stark gewählt. Das heißt, die nachfolgende Generation hat verstanden, dass die AfD die richtigen Antworten auf die Zukunft dieses Landes gibt und vor allen Dingen dieser Generation der arbeitenden Bevölkerung von morgen. Ja, da haben wir es nochmal sehr deutlich gehört, auch dass man davon ausgeht, dass es so weitergeht. Vor einigen Jahren noch waren es die Grünen, bei denen man sich sicher war, die jungen Menschen wählen sie. Der Klimawandel, eine bessere Welt, das sind alles Dinge, die man möchte, wenn man noch lange hier auf der Welt ist. Die Grünen, die sind abgestraft worden. Die sind jetzt sogar raus in Brandenburg. Wie ist das zu erklären, dass es da so einen schnellen Wechsel gab? Eigentlich ist es damit zu erklären, dass ich jetzt Alice Weidel zum Glück widersprechen darf. Nämlich, dass die Wähler oder die jungen Wähler viel volatiler sind, eben nicht so festgefahren und vor 5 Jahren sich eben noch gesagt haben, die Grünen, das sind meine Partei, oder ein Großteil hat es gesagt, nicht alle. Und sie jetzt erleben, okay, ich habe Angst vor sozialem Abstieg, ich habe Angst, was eigentlich passiert und sich eben dann anderen Parteien zuwenden. Aber was wir eigentlich schon eine ganze Weile sehen, ist, dass die Werte der jungen Wähler, wenn man sie dann so nennen möchte, die jungen Wähler sind ehrlicherweise wahnsinnig fragmentiert, weil jeder alles unterschiedlich erlebt und sie sind gar nicht mehr so festgefahren. Aber wir merken eben auch, dass sie Werte teilen. Und die Werte sind eben sowas wie Stabilität, eine Normalbiografie, heißt es in der Wissenschaft immer zu haben. Also was ganz klassisch Spießiges eigentlich. Ein Haus, eine Familie, einen festen Job. Und da scheint die AfD unglücklicherweise gerade die leichten Antworten drauf zu geben. Aber sie regieren halt auch nicht. Also wenn man regiert, kann sich halt die Wut gegen einen auch viel stärker richten.
Wir werden sehen, wie diese Entwicklung dann also auch auf Bundesebene irgendwann weitergeht. Franziska, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.